Hallo Leute, willkommen zurück in der Werkstatt. Heute reißen wir diese Wand raus. Und zwar habe ich mir hier meinen Abschnittstrich schon hingezeichnet. Und zwar ist es von der Wand hier vorne bis hierher 1,90 Meter. Da möchte ich gerne die Wand einschneiden. Und zwar einmal hier einschneiden und einmal hier runter einschneiden. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, brauche ich dafür nur diese Säge. Und eventuell ein Handfäustel. Ich glaube, ich ziehe mir ein paar Handschuhe an. Abstand soll sein von hier oben 2/7, dann bleibt der Zapfen auch 2/7 und hier unten sollen 3/7 stehen bleiben. Aber wie ermittelt man das jetzt mit diesem krummen Maß? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen uns jetzt einfach ein Maß, was sich gut durch 7 teilen lässt. Also nehmen wir 14 cm. Jetzt tragen wir hier die 14 cm an und 14 geteilt durch 7 ist 2. Wir brauchen das Maß zweimal, sprich wir tragen uns als erstes hier einen Strich und dann machen wir hier eine 4. Dann brauchen wir das Ganze noch einmal, das wären 8. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Schnittpunkt, wir haben hier einen Schnittpunkt. Jetzt können wir jetzt einfach hergehen, jetzt nehmen wir unser Streichmaß. Was zum Geier? Ey, sag mal, hast du sie noch all? Warum? Ja, weil ich drüber ein Video aufnehme und du hier Krach machst. Ich hab dir gesagt, ich mach die Wand halt raus. Ja, der hätte schon wohl Bescheid sagen können, oder? Jo. Hast du drüber sauber? Jo, hab ich drüber sauber. Die Wand kann raus. Alla, dann mache ich jetzt die Wand raus. Jo, jetzt guck, dass fertig wärst. Furchtbar. Echt. Jedes Mal das Rumgemaul. Also, weiter geht's. Hallo! So, raus ist die Wand. Ich räume jetzt hier auf und dann
sehen wir uns wieder. Ich habe dann gestern Abend, nachdem ich jetzt hier den ganzen Wust wieder sauber hatte, an der Schnittkante außenrum 5 cm den Putz abgeschnitten, damit ich da jetzt an den ganzen Ecken Eckschienen setzen kann. Die Eckschienen dafür habe ich mir schon zugeschnitten und ich habe mir auch schon ein bisschen von dem Putz angerührt und damit kleben wir jetzt die Eckschienen an die Kanten. Und damit mir der Putz nicht so schnell anzieht, habe ich alles mit Tiefengrund vorgestrichen. Weiter geht es jetzt heute mit dem Verspachteln der offenen Stellen. Der Kleber von den Eckschienen von gestern ist ausgehärtet und zusätzlich habe ich auch hier die Steckdose rausgebaut, damit ich hier mit meiner Klettspachtel gut entlang komme. Ich rühre mir jetzt den Putz an, mache mir Musik auf die Ohren und euch wünsche ich viel Spaß beim Zugucken. Das Ganze lasse ich jetzt für ungefähr eine Stunde anziehen, damit der Putz ein bisschen fest wird. Dann sprühe ich das nochmal feucht an und gehe mit der Klettspachtel nochmal drüber. Gut, geglättet habe ich es jetzt. Morgen, wenn das durchgetrocknet ist, schleife ich die ganze Geschichte und gehe nochmal mit Klettspachtel drüber. Und dann sollte es gut sein für die Werkstatt. Nachdem das Ganze jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat mit dem Trocknen, als ich mir das gedacht habe, kann ich jetzt endlich hergehen und die Unebenheiten, die jetzt noch ein bisschen drin sind, aus dem Putz rauszuschleifen. Dazu nehme ich mir einfach einen Schleifklotz und gehe kurz
über die Kanten drüber. Anschließend werde ich das Ganze noch mit einer Glättspachtel überziehen. Das sollte es dann eigentlich für die Werkstatt gewesen sein. Ach nee, streichen muss ich es ja natürlich auch noch. Aber jetzt so das Grobe reicht eigentlich dann für das hier aus. Ich mache mir jetzt Musik an und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich die Wand streiche, will ich den Spalt, der jetzt hier in dem Fließestrich drin ist, noch mit Fließestrich ausgießen. Dazu habe ich hier an der Wand und hier an der Wand Abstandsstreifen hingeklebt und als nächstes gieße ich einfach diesen Spalt mit Fließestrich aus. Dazu habe ich mir jetzt ungefähr die Menge, die ich für diese Fläche brauche, angerührt und jetzt kippen wir es einfach hier in den Spalt. Und damit ich die Luftblasen aus der Masse rauskriege, nehme ich diese Stachelrolle und fahre jetzt hier einfach mit der Stachelrolle mehrfach durch diese Masse und somit bekomme ich die Luftblasen, die hier eventuell drin sein sollten, schön raus. Den Estrich lassen wir jetzt vernünftig durchtrocknen. Wenn das passiert ist, kann ich die Wand streichen, damit die fertig ist, die Steckdosen wieder montieren, das Starkstromkabel verlängern für die Steckdosen im Außenbereich und wir sehen uns wieder beim Streichen. Weiter geht's jetzt mit dem Streichen der Wand. Ich habe die Steckdosen abgeklebt, da hinten die Steckdosen abgeklebt, unten den Boden habe ich auch abgeklebt und jetzt geht's los mit Streichen. Computerlautstärke 6.
Durchgestrichen ist jetzt alles. Ich werde jetzt hier die ganzen Klebebänder noch wegmachen, auch da an den Steckdosen. Hier hinten die Steckdose noch montieren, hier die Starkstromverteilung anbringen. Aber das mache ich ohne euch. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, eventuell sogar ein Abo, denn dann kriegt ihr mit, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und sage Tschüss.